Wenn auch du mit deinem Fahrzeug autark unterwegs sein möchtest, dann solltest du auf jeden Fall über die Installation einer Solaranlage nachdenken. Genauere Infos erhältst du in diesem Video. Ich würde immer ein Solarpanel empfehlen, was unterbelüftet ist. So habt ihr einfach mehr Leistung, die durch die Solaranlage eingespeist wird. Bei manchen Fahrzeugen ist das jedoch nicht möglich. Dort müssen wir sogenannte Flexpaneele montieren, wie beispielsweise bei Fahrzeugen mit Aufstelldächern. Aber bei den meisten Fahrzeugen könnt ihr diese Paneele verwenden. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr über eine Solaranlage nachdenkt, 2 Paneele zu installieren. Ein Panel ist praktisch kein Panel. Mit 2 Paneelen habt ihr auf jeden Fall gewährleistet, dass eure Batterie in eurem Fahrzeug ausreichend geladen wird. Ihr könnt euch das vorstellen wie beim Haus auch. Tagsüber wird durch die Sonne eure Aufbaubatterie geladen. Und dadurch habt ihr die Möglichkeit, abends euer Handy zu laden, Licht zu nutzen, das Gebläse von der Heizung zu betreiben, eure Toilettenspülung zu nutzen. Eben alle 12 Volt Verbraucher, die in eurem Fahrzeug drin sind. Die Paneele, die wir verbauen, sind monokristalline Paneele. Bedeutet, die brauchen einfaches Licht, um eine maximale Leistung zu erzielen. In der Regel verbauen wir unterbelüftete monokristalline Paneele. Dort habt ihr den Vorteil, dass durch die Luft, die unter das Solarpanel kommt, das Solarpanel sich nicht so stark erhitzt und ihr habt dadurch immer eine optimale Leistungsausbeute. Bei manchen Fahrzeugen können wir das jedoch nicht gewähren, da müssen wir Flexpaneele verbauen. Die sind mittlerweile auch sehr gut, beispielsweise bei Aufstelldächern lässt sich das nicht vermeiden. Dort brauchen wir ein Panel, was flach aufgeklebt werden kann. Ebenso bei manchen Kastenwagen, beispielsweise mit gerundetem Dach. Damit ihr auch eine optimale Ausbeute der Sonnenenergie habt, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass euer Solarpanel regelmäßig gereinigt wird. Mit einer Versiegelung von uns habt ihr da natürlich vorgesorgt, denn dadurch habt ihr einen sehr großen Selbstreinigungseffekt auf eurem Dach. Als perfekte Ergänzung zu eurer Solaranlage würde ich euch die Installation einer Lithiumbatterie empfehlen. Ihr könnt euch das vorstellen, wie bei euch zu Hause. Keiner würde eine Solaranlage in der heutigen Zeit auf dem Dach installieren, ohne entsprechenden Speicher im Keller. Umgekehrt bringt euch ein Speicher im Keller nichts ohne entsprechende PV-Anlage auf eurem Dach. Wenn ihr Interesse habt an einer Solaranlage, setzt euch gerne mit uns in Verbindung.